Auf die Reise, Thomas ist übelst gut weggekommen, hier auch, der Björn ist gut Get down in the car, what the give it all. Bust it open hard, let me see you try. Get down in the, get down in the car. Welcome to BTR TV. Madness on track. Get down in the car. But it suddenly came in there. Luxury race crew took home the third spot. The state were 2 laps to deal down. with this baloney. Get up, get out. Hallo liebe Simracing und Rennsportfans und ein ganz besonders herzliches Willkommen heute hier zur Sunday Grand Prix Series in Zandvoort. Und wir haben heute mal wieder unseren Tommy am Start. Der ist nicht alleine hier, wir haben auch noch Björn und ein paar andere mit dabei. Hoffe, ihr freut euch genauso wie ich und da schauen wir mal, was die alle so bringen. Wünsche ich euch mal einen ganz viel Spaß. Ja, liebe Zuschauer, Zandvoort ist eigentlich ein gutes Pflaster für uns. Björn konnte beim letzten Auftritt hier gewinnen und Byron ist nach sensationellem Kampf aufs Podium gefahren. Car drives like a tank on both tires. Yeah, it does. Und heute haben wir ja sowohl Björn als auch Byron mit am Start stehen. Und auch Tommy steht heute mal wieder im Grid, unser amtierender Champion. Hey, Ben, if anybody has a setup in an armchair, something decent, I would be happy about that. Der Himmel ist hier ziemlich bewölkt, aber es gibt heute keinen Regen. How we feeling about this one, fellas? Hope we're in a safe good. How much I-rating do you have, Byron? Some reason I'm down to below 1500 now. Oh. I need to get my I-rate. Yeah, I've had a couple of bad results. Yeah, we're all in the same split. Timmy's the highest I rating. Oh, Timothy Vandenberger. So. Alter, ein Tommy's alter Konkurrent. most loving enemy. Oh, it's here again. Pisana, Sebastian, oh man. Eddie Util, oh ho. Aber heute ist keiner aus der Hölle dabei. Don Ruckel hat über 1000 Rating mittlerweile. Das ist aber der einzige von den Leuten, die so rumeiern. So habe ich so hier im Blick. Ronnie Wallbank ist mit dabei. No shady. Shady is top split. Has too much I-Rating. Wir haben heute 17 Fahrer am Start, die insgesamt 28 Runden drehen müssen. Wie immer C-Lizenz, keine Boxenstopps, keine Schnellreparatur. Das Setup ist freigestellt und die Stärke des Feldes beträgt 1883. Right, if Kurt Clapper qualifies, it means he's got bad memories from last year. And he's like, no, I'm not getting stuck behind Byron again. He defends like a motherfucker. Qualifying starts. Guys, I've just saw that that the fuel level in the current setup is at 63.6, and in the old setup, I think has a bit less. 2 clicks less. Yeah, 2 clicks or so. You just can't get the heat in the tires that you want. Und da kommen auch schon die ersten Zeiten. Timothy vorläufig auf Pole vor Keith Turner, Andy Util auf 3. Und Björn ist auch erstmal eine Sicherheitsrunde gefahren. Da kommt jetzt auch Tommy das erste Mal über die Ziellinie. P5 1,26,234.
Aktuell haben wir Keith Hörner ganz vorn, vor Chas Moore, Timothy Vandenberger, Andy Ucel und Tommy auf 5. George macht hier schon mal einen Ausflug. Okay, I'm pretty active. Da kommen die Jungs jetzt auch ein zweites Mal über die Linie. Andy Ucel vor Chas Moore und Björn Ackermann auf 3. Wow. Björn, das war mal top. Byron in front of Thomas. Cooper Hightower jetzt auf 4 vor Keith Hörner. Oh yeah, I felt Und da kommt jetzt auch Tommy zum zweiten Mal über die Linie. Wow, 3. Platz. Ja. Top. Gratulation, Tommy, super. Ganz Danke. Ah, wicked luck, Tommy. Ja. Oh, hier, hast du gesehen? Timothy ganz weit hinten. Also für seine Verhältnisse. Ja, maybe, der hat irgendwie Qualifying verkackt. Oh, Chas So, aber Moore, ich- mit dem hast du ganz ein schönes Rennen gehabt in Nordamerika. really tired. Der Fritz Aurelie ist offen hier. We have to make this, but I'm sure we do that thing left. Second, you take Oh, time. good luck, Björn. 2 British Yeah, you drivers in front. So don't forget to change the setup. Ja. Already done. I mean, less fuel, I mean. Okay, Björn, should I kick you out of the channel or? Passt. Yeah, really? Ja. Yeah, I haven't raced. Is 12.5 gallons enough? Yeah, if you've got Tommy's, I'll It's 14. deafen myself for now. I have 13.5. Oh dear. Results. Oh. Best of luck to you. Yesterday, and I had 0.2 Ah, left, so to that was a you. little tight. Let's have a good one today, guys. Ja, have fun. You too. Macht der der Silbernagel da vor mir? Wann den da hingestellt? Oh, that new call out, Sandy. Ja. There's more people like classic cars in here. Und fast das ganze Feld steht jetzt schon im Grid. Die Spannung und das Adrenalin steigt. What's that, a 60 sports car class on here? Und in wenigen Augenblicken müsste dann auch die Ampel erscheinen und das Feld auf die wilde Reise schicken. 10, 9, Good luck, guys. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Grüne Flagge und das Feld macht sich auf die Reise. Es scheinen hier alle vernünftig aus den Startlöchern gekommen zu sein. Heute mal kein großer Startcrash. Andy geht hier sofort in Front vor Chas Moore. Tommy kämpft hier direkt mit Björn Sorry, buddy, I lost. um die Position. Und weiter hinten gab es schon einen kleinen Zwischenfall. Jetzt schauen wir aber erstmal hier. Björn konnte sich da durchsetzen. Oh Mann, die Karre lenkt gar nicht mehr. Das nichts Dummes. Alter Reifen, Björn. Chill. Nee. Björn hat ein bisschen mit kalten Reifen zu kämpfen. Chas und Andy können sich schon vom Rest des Feldes absetzen. Gar nicht. Pass auf hier. Direkt hin um Tommy Keith Hörner, der hier auf seine Chance lauert. Da ist er auch schon. Dadurch ist Tommy jetzt auf E5 zurückgefallen, direkt hinten dran über Hightower. Und jetzt schauen wir uns mal kurz den Zwischenfall vom Start an. Während jetzt hier Chas Moore Andy angreift. Andy kann da immer noch vorn behaupten. Oh, Byron verbremst sich hier und räumt George Batev ab, der leider ins Off-Segeln geht. Missed my braking point by about 10 meters. Oh dear. Going into the first corner. Oh no. Forced George wide. Yes, oh dear. Why you popped him out? Kommt das scheiß Setup hier, Boys, am Untersteuern, ey. Und während hier vorne Chas und Andy um die Führung kämpfen, hat Keith Hörner hinten den 3. Platz von Björn übernommen. Durch den Kampf um die 3. Position können sich die 2 Jungs vorne schon deutlich vom Rest des Feldes absetzen, sind schon über 3 Sekunden Abstand. Und jetzt greift hier Chas Moore an und geht hier auch an Andy Ucel vorbei. Tarzanbach, starkes Überholmanöver, ganz sauber vorgetragen. Und hier hinten Timothy Vandenberger auf P8, ungewöhnlich weit hinten heute. Vor ihm Roddy Warbank und direkt hinter ihm Sebastian Theoal, der am Anfang der Saison die Meisterschaft angeführt hat und dann durch ein bisschen Pech leider zurückgefallen ist.
Hinterm Sebastian haben wir Michael Böttger, ein neuer Name heute hier in der Meisterschaft und auch vor Rolly Wallbank. Cooper Hightower ist, denke ich mal, heute zum ersten Mal hier in der Sunday GP-Serie vertreten. Weiter hinten im Feld gab es vorhin noch einen kleinen Zwischenfall, den wir jetzt mal nachreichen, während sich Jess jetzt schon leicht vom Andy absetzen kann. Byron nochmal hier, kalte Reifen und ein Dreher. Okay, here's an error. What you're doing? Oh, first lap, cold tires. Yep. But normally, if I have one spin, And now you have one tire. now they're nice and warm. Und Björn greift jetzt hier ausgangs Vodafone Bocht an und geht da auch wieder am T-Turner vorbei. Somit Björn wieder auf P3 nach vorgefahren. Timothy hier inzwischen auf P7, hat Rolly Wallbank überholt. Spasse. Auf P11 haben wir Don Runkel, heute ungewöhnlich weit vorn. Dahinter dann auf P12 Niklas Morelli, P13 Ford Klapper, 14 George Barthe, 15 Travis McQuistion, 16 Adrian Lewis und ganz hinten unser Byron, der nach seinem Startzwischenfall das Feld jetzt von hinten aufrollt. Und Chess Moore dreht hier am Anfang gleich mal richtig auf. Letzte Runde 1 Sekunde schneller gefahren als sein Kontrahent Andy Huchel hinter ihm und konnte sich sofort fast eine Sekunde von ihm absetzen. Björn fällt da immer weiter zurück, der liegt schon 4,5 Sekunden hinterm Björn. Eine ganz, ganz starke Anfangsphase von unseren zwei Briten in Front. Hier hinten gibt es wilde Kämpfe. Sebastian Seoal und Rolly Wallbank kämpfen da um die Position, aber auch weiter hinten George Barthe ist jetzt an Kurt Klapper vorbeigegangen, der heute überhaupt nicht so richtig in Fahrt kommt. Björn hier nur auf P14. Aber auch für George heute ein zäher Beginn in das Rennen. Nachdem er am Anfang die Kollision mit Byron hatte, muss er jetzt von hinten durchs Feld flügen. Man sieht, er hat eine ziemlich gute Pace drauf, wird aber aufgehalten von den Jungs vor ihm. Versucht da innen an Niklas Morelli vorbeizugehen, der macht da aber nicht freiwillig Platz. Ups, und da hat der Niklas einen kleinen Wackler, muss hier einen kleinen Umweg durchs Kiesbett machen und die ganzen Gegner gehen an ihm vorbei. Er fällt hinter Adrian Ruiz zurück bis auf P16, nur Byron noch hinter ihm. Kann man aber jetzt schon resümieren, bis auf den kleinen Zwischenfall am Anfang zwischen Byron und George. Ein sehr, sehr sauberer Beginn in das Rennen hier heute. Keine größeren Un- oder Zwischenfälle. Michael Böttger, unser Rookie in der Serie, inzwischen in den Top 10 angekommen. Und vorne hat Björn jetzt eine super schnelle Runde hingelegt auf P3 und kann sich von den Jungs hier absetzen. Keith Turner kämpft mit dem Tommy um P4. Und auch die zwei können nach hinten schon eine kleine Lücke aufmachen. Schon fast 2 Sekunden zu Cooper Hightower auf P6. Björn hier auf P3 findet langsam zur alter Stärke zurück. Ich hoffe mal, dass er es heute nicht wegwirft. Hier vorne Jess, immer noch 0,7 Sekunden Vorsprung auf Andy Huchel und beide haben ungefähr 3,5 Sekunden Vorsprung auf den Drittplatzierten, auf Björn. Bis auf Byron ein Top-Start für unsere Jungs heute. Aber auch Byron konnte ohne Beschädigung weiterfahren. Don Runkel ist inzwischen an Michael Böttger vorbeigegangen und auch George Barthe drückt da von hinten. Kurt muss da schon abreißen lassen, für den läuft es heute überhaupt nicht richtig. Vielleicht hat er hier auch ein gutes Setup heute gefunden. Abseits unserer Kameras ist der Tommy jetzt auch an Keith Turner vorbeigegangen. Die Jungs haben wieder die Plätze getauscht. Tommy auf 4 und Keith auf 5. Ungefähr 1,5 Sekunden hinter den Jungs dann Cooper Hightower. Und hier hinten George auf P12 macht jetzt richtig Druck auf Michael. Der sieht, dass Don Runkel davon schon abhauen kann und will unbedingt vorbei. Michael macht das aber geschickt, stellt hier schön die Wege zu und gibt George keine Möglichkeit zum Angriff. Jetzt vielleicht hier. Michael positioniert sein Fahrzeug richtig gut und George hat dann nirgendwo eine Möglichkeit anzugreifen. Er versucht sie in jeder Kurve, zeigt sich da links und rechts, aber bisher lässt sich Michael da nicht ins Boxhorn jagen. Tolles Duell hier um den 11. Platz. Und hier hinten auf P15 Nicolas Morelli. Nach seinem kleinen Austritt muss sich jetzt wieder mühsam nach vorn kämpfen. Hier vorne Timothy, Rolly und Sebastian kämpfen hier um die Position. Cooper kann da sich auch schon leicht von dem Trio ein Stück absetzen auf P6. Der hat allerdings nach vorne auch schon ca. 1,2 Sekunden Abstand. Sebastian auf P9 hat knapp 2,5 Sekunden Vorsprung auf Don Runkel und die Gruppe hier hinten. Man sieht, Michael scheint die Gruppe hier ein kleines bisschen aufzuhalten.
Hinter ihm schiebt sich das alles ein bisschen zusammen. George, Kurt und Travis. Nicolas Morelli hinten ist schon über 3 Sekunden weit weg. Und jetzt geht hier auch George innen rein. Tarzanbock, tolles Überholmanöver. Da hat Michael aber auch fair mitgespielt und kurz gelobt. Er hat gemerkt, dass George eine viel höhere Pace hat und er über kurz oder lang da keine Chance hat. Versucht da jetzt nochmal dran zu bleiben, aber man sieht schon, George kann sich da sofort ein Stück absetzen. Und auch Tommy hier auf P4 kann sich jetzt schon ganz leicht von Keith Turner absetzen. Allerdings ist Björn vorne 2,5 Sekunden weg. Und Timothy robbt sich hier jetzt immer mehr an Cooper Hightower ran. Es sind nur noch 0,5 Sekunden. Nach hinten hat er schon ein bisschen Luft. Und auch unsere 2 Führenden sind hier noch ganz dicht beisammen. Björn konnte jetzt wieder ein kleines Stück den Abstand zufahren. Unter 3 Sekunden drücken. Die Jungs machen es spannend heute hier. Wir befinden uns hier in der 6. von 28 Runden und bisher hat es immer noch keine schweren Un- oder Zwischenfälle gegeben. Sehr, sehr schön heute. Hier vorne an der Spitze jagen sich 2 Briten um den Kurs und beide haben hier heute eine Pace drauf, die keiner mitgehen kann. Hier im Mittelfeld, Rowley und Sebastian verlieren so langsam den Anschluss an die Gruppe hier vorne. Und Timothy robbt sich hier Zehntel für Zehntel an Cooper Hightower ran. Cooper ist heute hier zum ersten Mal in der Sandy GP-Serie zu Gast, zeigt aber eine sehr, sehr gute Performance und kann hier bisher sogar Timothy Vandenberge in Schach halten, der ja nun wahrlich kein Nasenbohrer ist, wie die Zuschauer wissen. Und nachdem George an Michael vorbeigekommen ist, konnte er die Lücke zum Don Runkle hier ziemlich schnell zufahren und setzt es auch ihn unter Druck. Wird jetzt hier auch ziemlich schnell an ihm vorbeigehen, denke ich mal. Da kommen schon die ersten Angriffsversuche und Don macht er auch ganz fair Platz. Man kennt sich hier in der Serie und die 2 Jungs, die stoßen ja hier nicht zum ersten Mal aufeinander. Don weiß, dass George eine viel höhere Pace drauf hat. Ganz anders heute Kurt, der ist zwar jetzt auch auf dem Michael Petka aufgefahren, aber für meinen Geschmack Kurt heute ziemlich langsam unterwegs. Unser Byron müht sich hier am Ende des Feldes ab, um wieder ranzukommen. Zehntel für Zehntel robbt er sich da ans Ende des Feldes wieder heran. Zu Adrian Ruiz sind es ungefähr noch 3 Sekunden. Inzwischen sind auch Tommys Rundenzeiten richtig top und er konnte sich von Keith Turner wieder ein Stück frei fahren und sich ein Stückchen mehr an Björn vorne ranrobben. Allerdings ist der schon 2,5 Sekunden weg. Das Führungstrio geht jetzt hier in die 8. von 28 Runden und weiter hinten im Feld gab es nach langer Zeit mal wieder einen kleinen Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Wir schalten direkt mal hin. Adrian verliert sein Fahrzeug und schlägt ein. Adrian Ruiz here. Oh, watch out. Boink. Lap 7. Oh, there is... You lost the nose. No, it's just the wing. it's a part of the wing, yes. Yeah, it's the wing. Und da haben wir es gerade noch gesehen, Byron konnte da an Adrian vorbeigehen und liegt somit nicht mehr auf dem letzten Platz. Timothy und Cooper können sich immer mehr von Rolly Wallbank absetzen. Der liegt jetzt schon 1,5 Sekunden hinter dem Duo hier zurück. Allerdings haben die Jungs auch noch ganz vorne ein bisschen den Anschluss verloren. Zu Keith Turner sind es schon über 2 Sekunden. Runde 9 und Cooper scheint die Jungs ein kleines bisschen aufzuhalten. Das schiebt sich von hinten alles wieder ein Stückchen zusammen und auch George Batev auf P10 kommt da Zehntel für Zehntel näher. Schade, dass er am Anfang den Zwischenfall hatte. Ich glaube, der hätte heute um die Top 5 mitkämpfen können. Cooper macht das hier richtig gut. Die Jungs gehen jetzt in die 10. Runde und er kann seinen 6. Platz vor Timothy Vandenberge behaupten. Ein ganz starkes Rennen von Cooper Hightower hier zum Einstand. Oh nein, und wir haben es gerade gehört und sehen es auch unten in Tommys Switch, während unser Kameramann hier auf Byron Long schwenkt. Tommy seine Kiste weggefeuert, schade. Müssen wir gleich mal schauen, was da passiert ist. Und hier direkt vom Byron gibt es jetzt einen Platztausch. Nicolas Morelli geht da innen durch. Tarzanbock überholt Travis McChristian. Da hinten sehen wir noch die Spuren von Tommys Unfall. Den schauen wir uns jetzt direkt mal an. Tommy ist da bis auf P8 zurückgefallen. Ach, schade.
Tommy hier Tatsachen fest, schätzt zu schnell rein, er verliert das Fahrzeug, kann aber einen Einschlag verhindern und weiter geht's. Da ist ein Tank Slapper. At least you stopped that time. Usually I'm able to catch the car at this point, but look at my steering work here. Back. But it didn't. Und oben im Bild sehen wir es jetzt, Timothy greift jetzt Cooper Hightower an, der hat einen kleinen Fahrfehler gemacht und muss sich jetzt Timothy geschlagen geben. Tolles Duell. Damit Timothy jetzt in den Top 5 angekommen. Cooper durch den Rückfall vom Tommy immer noch P6, hinter ihm Rolly Wallbank auf P7, Tommy auf 8 und Sebastian Coal auf 9 und George Patev auf 10 direkt hinten dran. Jetzt haben wir hier einen richtigen Express und ich würde mal sagen, da ist bis zu P5 alles wieder offen. Weiter hinten im Feld gab es mal wieder einen Zwischenfall, den wir uns jetzt direkt mal anschauen. Wir schalten hin. Travis McQuistion rumpelt wild über den Wurstkörb, wird ausgehebelt und fliegt ab und schlägt ein. Oh, that's hard. Can't take that curb so hard. Bombs with impact, yes. Oh dear. Oh, wasn't that hard. Und Timothy kann sich jetzt hier vorne auf P5 sofort von seinen Gegnern absetzen, während George Patev jetzt Sebastian Coal angreift. Schauen wir mal, wer sich heute die Reifen am besten einteilen kann. Hier vorne die Top 3 haben sich jetzt zusammengeschoben. Jess, Andy und Björn machen sich hier gemeinsam außen stark. Über 6 Sekunden Vorsprung auf den 4. Platzierten auf Pete Turner. Und auf P5 dann hier Timothy Vandenberge, der nach vorne jetzt Zehntel für Zehntel aufholt. Und Tommy tut sich schwer, da wieder nach vorn zu kommen. Und hinterm Tommy sehen wir auch, dass George Patev jetzt an Sebastian Coal vorbeigekommen ist. Travis musste die Box ansteuern zum Reparaturstopp. Sein Teamkollege Don Runkel heute, für den läuft heute richtig gut, liegt hier auf P11, bisher ohne irgendwelche Zwischenfälle. Da haben wir auch Ausgangszeit an Bord ein bisschen Rauch stehen sehen, aber keine Unfälle vermeldet. Sebastian verliert so langsam jetzt den Anschluss nach vorn und Tommy kämpft jetzt hier gegen Rolly Wallbank, Seite an Seite. Geht hier so schwungserut, Robslote mal gebrochen und Tommy hat hier Rolly Wallbank überholt und auch George Patev versucht da das gleich noch auszunutzen und vorbeizugehen. Hat ins Auge gegeben. Und Tommy kann sich sofort ein Stück von Rolly Wallbank absetzen, der jetzt hier natürlich mit George zu kämpfen hat. Von hinten kommt ja auch Sebastian noch. George sticht da innen rein, Seite an Seite. Vodafone Bocht. Aber Rolly hält da außen dagegen und George muss sich da nochmal hinten anstellen. Tolle Duelle von den Jungs hier im Mittelfeld. Und Tommy hier auf P7 hat jetzt einen Abstand zu Cooper Hightower Zehntel für Zehntel wieder runtergefeiert. Es sind nur noch 0,4 Sekunden. Da wird bestimmt auch bald ein Angriff kommen. Die Jungs gehen jetzt in ihre 13. Runde. Richtig geiles Racing heute, fair und sauber. So sollte es sein. Kurt hängt hier weiterhin auf P13 hinter Michael fest. Muss man sagen, auch für Michael Böttke hier ein solider Einstand in die Serie. Genauso wie für Cooper Hightower hier auf P6 ein tolles Rennen. Allerdings bekommt er jetzt Besuche vom Tommy. Geht da innen rein, außen. Cooper lässt da Tommy verhungern, aber hier direkt dahinter greift jetzt George Patev Rolly Wallbank an und geht da auch sauber vorbei. Und so verdrückt von hinten Sebastian Coal. Wir haben jetzt gleich Halbzeit und das Rennen bekommt jetzt hier eine völlig neue Dynamik. Jetzt geht es hier an vielen Stellen nochmal richtig rund. Tommy will da unbedingt an Cooper vorbei, damit ihm Keith nicht abhauen kann. Ausgang Vodafone Bocht und Tommy setzt jetzt hier den nächsten Angriff. Aber Cooper macht das hier geschickt und lässt Tommy da keine Chance, stellt sein Auto immer wieder mitten in den Weg. Jetzt vielleicht. Cooper wehrt sich da mit Händen und Füßen und von hinten kommt ja auch George Patev mit 7 Meilenstiefeln an. Schauen wir mal, wie lange er dann noch dagegenhalten kann. Die Jungs gehen jetzt gleich in die 14. von 28 Runden, also haben wir jetzt Halbzeit.
Ich denke mal, jetzt hier auf der Start- und Zielgeraden wird es den nächsten Angriff geben. Tommy saugt sich da im Windschatten schon an, kann hier aber keinen Angriff setzen. Augenwinkel haben wir gesehen, da geht auch jetzt Travis McQuist schon wieder raus auf die Strecke. Nach vorn zum Pete wird die Lücke immer größer, die beträgt jetzt schon wieder über 3 Sekunden. Timothy Vandenberger inzwischen auf P4 angekommen, hat ungesehen von uns Keith Turner überholt und nimmt da auch jeden Zentimeter der Strecke mit. Hier vorne ein unverändertes Bild, allerdings musste Björn jetzt langsam abreißen lassen. Vorn Jess und Andy haben sich da schon 3,5 Sekunden von Björn absetzen können. Björn heute nach langer Durchstrecke endlich mal wieder ein Top-Rennen auf Podiumskurs hier unterwegs. Toi toi toi. Drücken wir die Daumen, dass er es auch bis ins Ziel schafft. Hier ein unverändertes Bild, Cooper Hightower vor Tommy und George Batev. Die Jungs kämpfen hier unverändert um P6. Und während sich die Jungs hier im vorderen Mittelfeld so ein heißes Duell liefern, gab es weiter hinten mal wieder einen Zwischenfall, den wir uns direkt mal anschauen sollten. Und hier Travis McQuist noch einmal, jetzt verschrottet er sein Auto endgültig. Oh, turn it and burn your tires. Turning and burning. Sometimes it looks a little bit creepy. Und hier im Bild jetzt schön zu sehen, George und Tommy kämpfen hier um die Position. George greift da an, kann aber nicht vorbeigehen. Tommy macht da geschickt dicht. Die Jungs gehen jetzt hier in die 16. Runde und ganz stark gemacht von Cooper Hightower, der sich hier immer noch vor Tommy und George halten kann. Die Position 6, 7 und 8. Hier hinten haben wir mal Michael Böttke im Bild auf P13, ist inzwischen hinter Kurt Klapper zurückgefallen. Trotzdem Top-1-Stand. Und Byron inzwischen still und heimlich auf P14 vorgefahren. Der sammelt von hinten die Unfallopfer ein und konnte auch schon Niklas Morelli überholen. Allerdings der Abstand nach vorn über 8 Sekunden. Und hier im vorderen Mittelfeld alles beim Alten. Cooper, Tommy und George kämpfen um die Position. Cooper wehrt sich da mit allem, was er hat. Oh, und hier Vodafone Bocht und Cooper hat da einen Fahrfehler gemacht und sofort nutzt das Tommy und auch George Batev aus. Auch George drückt sich da innen durch, muss sich aber noch mal hinten anstellen, so wie es aussieht. Nee, jetzt kommt hier Cooper ein bisschen ins Straucheln. Kleiner Rutscher und sofort 2 Positionen eingebüßt. Von hinten kommt ja auch noch Rolly Wallbank und Sebastian Ceoal. Und weiter hinten auf P11 sehen wir auch Don Runkel, der heute ein absolutes Top-Rennen hat. Absolut fehlerfrei heute unterwegs hier. Und wir hatten weiter hinten im Feld den nächsten Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Wir schalten direkt mal hin. Michael Böttke hier verliert sein Fahrzeug an der gleichen Stelle wie Travis. Allerdings kann er einen harten Einschlag verhindern. Woo! Same location. It's a German guy. Yes. Nur ganz leicht angedotzt und weiter. Haben wir es oben gerade noch im Augenwinkel gesehen. Kurt Klapper ist jetzt auf die 11. Position nach vorgegangen. An Don Ranke vorbei, der aber auch hier fair Platz gemacht hat. Ich denke mal, bei dem einen oder anderen werden sich jetzt auch die Reifen so langsam bemerkbar machen. Hier vorne unsere 2 britischen Jungs können sich immer mehr vom Rest des Feldes absetzen, haben jetzt schon über 5 Sekunden Vorsprung auf Björn. Ja. Ein absolutes Sahnerennen von beiden heute, aber auch von Björn unauffällig auf P3. Hier nimmt jeden Zentimeter der Strecke mit und kann sich über 7 Sekunden vor Timothy Vandenberger und Keith Turner behaupten, die hier die Top 5 abschließen. Oh, und jetzt sehen wir es hier. George Batev muss da irgendwo einen Zwischenfall gehabt haben. Er ist hier bis auf P12 zurückgefallen. Das müssen wir uns direkt gleich mal anschauen. Von hinten kommt auch Michael Böttke, der eine Runde davor hier einen Zwischenfall hatte. George Batev rumpelt ebenso über den Wurstkörper wie vorhin Travis. Oh, boah. Verliert sein Fahrzeug auch, kann aber einen harten Einschlag verhindern. George Batev? Ah, okay. He was behind me and then... ja, okay. Lucky man.
Didn't crash it. Und 50 Meter weiter, die Reifen sind immer noch dreckig und George verliert sein Auto erneut. Oh no, that's because hot tires. 360 und weiter geht's. Ist schon was von über 6 Sekunden hinter Don Runkel auf P11 zurückgefallen. Und hier haben wir Michael, der so langsam Besuch von Byron bekommt, der da seinen Rückstand still und heimlich zugefahren hat. Sind nur noch 0,7 Sekunden nach vorn. Das wird hier sicherlich auch noch ein heißes Duell werden. Knapp 2,5 Sekunden hinter Byron liegt ja auch noch Niklas Morelli, der hier jetzt auf Zehntel für Zehntel seinen Rückstand wieder zufährt. Jess und Andy gehen jetzt hier in Runde 19. Der Kampf geht weiter. Ein Mega-Duell. Jetzt hat Andy mal wieder die schnellste Runde des bisherigen Rennens hingelegt. Eine 1:23,8. Die erste 23er Runde im Rennen hier. Wow. Björn zieht hier einsam und verlassen seine Kreise nach vorn und hinten reichlich Luft. Während Timothy so langsam wieder Besuch vom Keith bekommt, der kann ihn da einfach nicht abschütteln. Und auch hinterm Keith, unser Tommy, robbt sich da Zehntel für Zehntel wieder ran. Der hat die Top 5 noch lange nicht aufgegeben. Und hinterm Tommy sehe ich gerade, Cooper Hightower hatte da einen kleinen Wackler. Und sofort ist da Rolly Wallbank durchgegangen und von hinten kommt auch Sebastian Theoal. Die Plätze 7, 8 und 9. Cooper Hightower bekommt da jetzt immer mehr Druck von Sebastian. Wir sehen es oben in der Zeitenliste und wir sehen es da hinten auch optisch. Björn Klapper kann sich da so langsam an das Trio hier vorne ranschleichen. Knapp 8 Runden müssen die Jungs noch gehen. Die einzigen 2 Totalausfälle, die wir heute zu verzeichnen haben, sind Adrian Ruiz und Travis McChristian, die allerdings durch Eigenverschulden ausgefallen sind. Ein sehr, sehr sauberes Rennen heute. Und auch unsere 2 Neulinge in der Serie heute schlagen sich hier absolut top. Cooper Hightower liegt immer noch auf P8, hat hier wahrscheinlich zwischendrin mal ein bisschen mit den Reifen zu kämpfen gehabt. Das liegt einfach an der mangelnden Erfahrung. Und jetzt gerät hier Cooper wieder richtig unter Druck. Sebastian schert da aus und versucht da vorbeizugehen. Cooper blockt da aber ab. Jetzt innen, nächster Versuch, keine Chance. Cooper verteidigt da super. Allerdings kann sich Rolly vor den Jungs immer mehr absetzen und von hinten rückt Kurt Klapper immer näher. Er hat seinen Rückstand schon halbiert. Und ich denke mal, er wittert, dass da nach vorne noch irgendwas geht. Nach hinten zu Don Runkel der Abstand schon über 4 Sekunden groß. 7 Runden sind es insgesamt noch. Das ist noch ein ganzes Stück Weg. So langsam kann sich Cooper wieder ein kleines bisschen vom Sebastian freifahren. Oh, und da hat Sebastian übertrieben, kommt hier viel zu schnell um die Kurve und schlägt hier in die Bande ein. Da geht auch Kurt Klapper vorbei und dann noch ein Dreher. Oha. Das müssen wir uns gleich nochmal in Ruhe anschauen. Da ist auch Don Runkel und George Bartev durchgegangen. Hoffen wir mal, dass das Fahrzeug nicht zu stark beschädigt ist. Das war ein ziemlich heftiger Einschlag. Hier kommt auch Michael Böttke und unser Byron angeschossen, der hier einen tollen Exit in der Hugenholzbocht hat, aber nicht am Michael vorbeigehen kann, der hier geschickt noch einmal alles dicht macht. Sebastian Theoal verliert in der Tarzanbocht sein Fahrzeug und schlägt in der Leitplanke ein. Sebastian Theoal hier. Und with impacts. Oh dear. Und dann beim Losfahren steigt er so zeitig aufs Gas und dreht die Kiste nochmal, fährt aber schnell von der Strecke weg. Too heavy on the boot. Ja. Schwieriges Rennen heute für Sebastian. Dafür läuft es für den Tommy nach seinem zwischenzeitlichen Wackler wieder richtig gut. Robbt sich Zehntel für Zehntel vorn an Keith Turner ran. Hier vorne dasselbe Bild wie die ganze Zeit. Chess Moore wird gejagt von Andy Ucel. Björn 6 Sekunden dahinter. Und beide Jungs hier vorne an der Spitze wechseln sich Runde für Runde mit den schnellsten Rennrunden an. Letzte Runde ist Andy wieder eine schnelle Runde gefahren in eine 1:23,6. Wow. Da kann auch Björn nicht mithalten, fährt hier 24er Runden genauso wie Timothy Wandenberger auf P4, 2 Sekunden vor Keith Turner auf P5, der jetzt so langsam Besuch vom Tommy bekommt.
Runde 22 von 28 und wir haben noch einige heiße Kämpfe hier, die noch ausgefochten werden. Sehr, sehr schön. Und hier gibt es wieder ein Überholmanöver. George Bate geht da an Don Runkel vorbei, der aber auch keine große Gegenwehr leistet. George nach diversen Zwischenfällen immer wieder zurückgefallen, muss sich da jedes Mal nach vorn kämpfen und ist jetzt wieder in den Top 10 angekommen. Und jetzt geht es hier wieder raus auf die lange Gerade. Tommy hat jetzt seinen Rückstand zufahren können, befindet sich jetzt in Windschatten vom Kies und wird jetzt vielleicht hier am Ende der Geraden angreifen. Ne, steckt dann nochmal zurück. Jetzt Angriff von innen. Ach, Kamera ist ja auch ein bisschen glücklich positioniert. Geht da aber an Kies vorbei und hat sich so mit seinem 5. Platz wieder zurückerkämpft. Ich glaube aber, Timothy vorn auf P4 ist zu weit weg. Trotzdem ein Top-Rennen bisher heute vom Tom. Weit ist es nicht mehr bis ins Ziel. Wir befinden uns in der 24. von 28 Runden. Also ist hier Endspurt angesagt, auch für Jess und Andy. Hier vorne an der Spitze alles beim Alten. Andy jagt Jess um den Kurs. Und Björn auf P3 irgendwo im Nirgendwo fährt sein Rennen für sich. Absolut top und fehlerfrei. Das sollte unserem Björn doch wieder Auftrieb und Zuversicht geben, nachdem es in letzter Zeit ein bisschen holprig gelaufen ist. Sebastian hier inzwischen auf P15 zurückgefallen, fährt mit beschädigtem Auto aber das Rennen noch zu Ende. Und Byron wurde jetzt von Niklas Morelli überholt, der jetzt hier mit Michael Böttke kämpft. Besser gesagt, hier entwickelt sich ein Dreikampf um P12 zwischen Michael, Niklas und Byron. Don Runkel vorne auf P11 ist da schon über 7 Sekunden weg von dem Trio. Und auch hinten Sebastian Ceoal ist da keine Gefahr. Auch für Byron heute ein Top-Rennen bis auf den Wackler in der ersten Runde. Und ich bin mir sicher, dass er jetzt hier gegen Ende des Rennens eine Menge Spaß hat bei dem Dreikampf. Und Niklas Morelli, der direkt vorm Byron liegt, macht jetzt hier richtig Druck auf Michael. Byron guckt sich das von hinten an. Oh nein, und wir sehen es gerade in Tommys Switch. Er verliert da sein Auto und steckt ein. Scheiße! Unglaublich auf P5 liegen, so kurz vor Ende des Rennens. Wir sehen hier noch das Rad über die Strecke rollen und die schwarze Streifen. Da schauen wir gleich mal, was da passiert ist. Oh nein, was für ein Unglück. Das Fahrzeug steht jetzt hier auch völlig zerstört an der Box. Da ist nichts mehr zu reparieren. Hat den Blackscreen. Und wir hören es gerade, Tommy hat den Blackscreen. Ja, bei mir ist der Rechner auch gerade vollständig zum zweiten Mal abgestürzt. Und ihr habt es gerade gehört, auch mein Rechner hatte zur selben Zeit einen Blackout. Und hier Tommy nochmal Blackscreen und er verliert das Fahrzeug und schlägt ein Auto hinüber. Ah, that's my black screen crash. My tire rolls on the... Oh dear. Und auch hier scherbelt es jetzt gewaltig. Wir sehen es hier oben im Bild. Oh, da hat Michael sein Fahrzeug verloren und Niklas ist da reingekracht. Ach, schade, hier geht auch Sebastian Ceoal durch. Byron hatte Glück und kam da irgendwie durch. Das müssen wir uns auch gleich nochmal in Ruhe anschauen. Und wie es aussieht, kann da Michael weiterfahren. Schade, ist hier auf P13 zurückgefallen. Hatte hier so einen soliden Start in die Serie. Oh, Michael Böttke verliert hier kurz vor Schluss noch sein Fahrzeug. Nicolas Morelli kracht rein und... Oh, that's hard. Byron kann da ausweichen. Glück gehabt. Okay. Und während sich unsere zwei Leader oben die letzten Runden um den Kurs jagen, sehen wir es im Tommy Switcher, ist er richtig angefressen. Durch einen technischen Fehler im System so ein tolles Rennen zu verlieren, das ist wirklich bitter. Davon völlig unbeeindruckt Björn, kriegt hier von all dem überhaupt nichts mit und zieht auf P3 seine Kreise. Ein absolutes Top-Rennen heute von ihm. Aber auch Timothy heute ein solides Ergebnis mit P4. Hat am Anfang ein bisschen hinter Cooper Hightower festgehangen, der zwischenzeitlich auch mal ein bisschen gestrauchelt ist, sich aber wieder fangen konnte und hier auf einem soliden 8. Platz liegt. Noch vor Kurt Klapper und direkt hinter Rolly Warbank. Ein Top-Einstand hier für Cooper Hightower in die Serie.
ein ganz, ganz starkes Rennen heute hier von Chas Moore, unserem Leader. Hat am Anfang vom Andy die Führung übernommen und was Andy auch angestellt hat, er kam einfach nicht ran und schon gleich gar nicht in eine Position, um Chas hier irgendwie anzugreifen. Chas kontrolliert das Rennen hier und wird jetzt hier die letzte Runde eröffnen. White Flag, Final Lap. Und hier um P7 wird immer noch wild gekämpft. Cooper Hightower gegen Koch Klapper. Und noch kann sich Cooper vorn behaupten. Eine Runde muss er noch durchhalten. Vor den Jungs, Rolly Wallbank ist schon über eine Sekunde weg. Hier vorne an der Spitze Chas Moore und Andy Ucell. Andy letzte Runde nochmal eine mega schnelle Runde hingebrettert, eine 1:23:220. Damit hat er sich wohl die schnellste Runde des Rennens geholt. Kann aber Chas Moore auf den letzten Metern nicht mehr gefährlich werden. Weit ist es nicht mehr bis ins Ziel. Byrne, der Drittplatzierte hier, insgesamt schon über 11 Sekunden weit weg von der Spitze. Und nochmal 10 Sekunden Abstand nach hinten. Timothy Vandenberge auf P4 und auf P5 haben wir dann Guy Turner hier auf den letzten paar Metern. Aber jetzt erstmal der Zieleinlauf hier. Chas Moore gewinnt. Einen ganz herzlichen Glückwunsch. Der Sieg geht nach Großbritannien. Und auch auf dem zweiten Platz ein Brite, Andy Ucell. Einen ganz herzlichen Glückwunsch. Und hier kommt unser Drittplatzierter, Björn. Ein tolles Rennen. Absolut fehlerfrei. Super gemacht. P4 geht dann an Timothy Vandenberge, den wir hier im Bild haben. Und die Top 5 schließt Guy Turner ab. Schade, dass Tommy diesen technischen Fehler hatte und leider ausgeschieden ist. Und hier kommt auch der 5. Platzierte Richtung Ziel. Glückwunsch an Guy Turner. Ja, Glückwunsch, lieber Björn. 3. Platz. Und Cooper konnte seinen 7. Platz vor Kurt halten. Ja, Martin, mir fehlt ein Rad. Das stimmt. Auf 3 Rädern ist schlecht fahren. Hallo erstmal, guten Abend. Und für Don Rankel heute ein Top-10-Ergebnis. Chapeau, Bayern P11. Ich weiß nicht, auf einmal hatte ich einen schwarzen Bildschirm. Und dann ist iRacing für, also ich habe 3-4 Sekunden nichts gesehen. Und dann ist iRacing in Fenstermodus gewechselt. Keine Ahnung, was das war. Mal kurz im Ereignisprotokoll gerade nachgeschaut, in der Hoffnung, ich kann da irgendwas sehen, aber... Du denn so? Was? Du schreist wie ein Affe. Ich schrei wie ein Affe. Dein Motor ist zu laut, keine Ahnung. So ein Scheiß, ey. Ja, wie bei mir. Zweimal der Rechner komplett abgestürzt. Hier mit eurer scheiß Überpackterei. Ich hab auch nicht die Kontakt mit dir. Und oben haben wir auch mal den aktuellen Stand der Meisterschaft eingeblendet. Andy Ucell führt da vor Daniel Gales und Guy Turner. Ich werde jetzt einfach hier die Rate auf 91 Bilder. Ist jetzt auch egal. Yep, good job, Raleigh. Vielleicht bringt das was. Ich muss jetzt ins 3-Stunden-Rennen rüberspringen, das läuft. Gut, Björn. Glückwunsch zum 3. Platz. Hast du gut gemacht. Ich habe mich einmal weggedreht und habe echt mega cool wieder aufgeholt. Ich war auf Platz 5 wieder. Aber ich bin viermal vorne an die 2 rangefahren und dann irgendwie so eine Fehlerserie Ja, und dann kam mein Ausfall da und dann bin ich hinten irgendwie eingekracht und hab ein Rad abgerissen. Byron? Ich bin drüben bei mir, Jungs. Alles klar, ciao. Byron? Still there? Ist raus. Da waren auf jeden Fall spektakuläre Überholmanöver. Aber ich hab mich ja jetzt mal wieder eingeloggt, aber zweimal ab. Müssen wir irgendwann mal gucken. Wann hast du denn das letzte Mal durchgeboostet? Muss man deine Temperaturen mal da... Das regelmäßig. Muss man da auch mal, was weiß ich...
Das ist nur bei bestimmten Rennstrecken. Ich weiß es nicht. Wo hab ich denn hier mein... Irgendwann mal, wenn du mal Teil hast, kannst du mal ganz in Ruhe. Das war heute nicht so. Ja, ätzend war das, ey. Ja, wenn du selber rausdrehst, dann ist das eine eigene Schuld, aber wenn du so schöne Scheiße rauskriegst, ist es echt kacke. Ja. Ich weiß auch nicht, was da genau passiert ist. Byron hat offensichtlich einen abgeräumt. Ja. Alright, see you next week, Byron. Take it easy. Ja, kommt halt vor. Take it easy, bud. Have a good one. Ist der Kies eigentlich noch da? Ja. I had a black screen for a couple of seconds and iRacing returned in window mode just before a fast corner and then I crashed my car. Very disappointing. Yeah, that is disappointing. I saw you parked on the side there and I thought something must have happened because it didn't look like your car was too badly damaged. It just looked like you parked there. The back was the back of the car was smashed into the wall. I think the tire was away. That sucks, dude. I had quite a near miss on lap 25. Good luck, guys. Das ist doch mal wieder gründlich daneben gegangen für unseren Champ. Schade. Nichtsdestotrotz lief das für Björn dafür umso besser. Würde ich mal sagen, schauen wir schon zum nächsten Rennen. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Bis dahin wünsche ich euch mal alles Gute, bleibt uns treu und macht's gut.
Fahren verfälscht auf die Dauer die Perspektive der Wirklichkeit. Und so entsteht im Bewusstsein allmählich eine Welt des Irrealen. Und die Fakten des Lebens bekommen eine ganz andere Bedeutung. Gefühl, Vernunft, alle menschlichen Probleme nehmen dann andere Dimensionen an, so wie es bei Rauschgiftsüchtigen der Fall ist. Von diesem Moment an hat das Leben nur noch den einen Sinn, Rennen zu fahren. Auch wenn man weiß, dass man früher oder später sterben muss. Weil dann ein Widerstand nicht mehr möglich ist. Gegen diesen masochistischen Drang der Selbstzerstörung.